Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing oder Haul-Video von mir. Und zwar darf ich euch Produkte zeigen von der Firma fgnormal.com. Wie ihr an der Tüte sehen könnt, ist das auch ein chinesischer Shop. Der hat auch ganz viele Diamond Paintings und nicht nur Diamond Painting, sondern auch Kreuzstich-Sets und Malen nach Zahlen. Da sind die auch sehr gut aufgestellt, haben sehr viele, also haben eine sehr große Auswahl. Und ich zeige euch heute einige Diamond Painting Produkte von FG Normal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die haben auch Angebote jetzt zu Ostern und über Ostern immer wieder wie andere Shops auch. Guckt einfach mal rein und ich verlinke euch die Produkte unten in der Videobeschreibung. Genau. Und ich würde sagen, schauen wir uns das mal an. Ich kenne den Shop auch bisher noch nicht und freue mich umso mehr, die Produkte dort auch mal zu testen. Okay, fangen wir an. Und zwar habe ich mir ein kleines Bild ausgesucht. Also die Lieferzeit hat tatsächlich jetzt bei FG Normal etwas länger gedauert. Das ist aber nicht die Regel. Es waren das chinesische Neujahr war dazwischen. Und insofern hat sich die Anlieferung verzögert. Insofern fragt ihr euch, wir haben doch jetzt gerade Ostern und jetzt packe ich noch mal ein Osterbild aus. Ja, ne? Vor Ostern ist nach Ostern, oder? Wie heißt das so schön? So, jetzt spiegelt das hier ganz schön. Jetzt gucken wir mal, ob wir das ein bisschen ändern können. Kurz mal die Leinwand ein bisschen flach legen. Die ist ein bisschen zerknittert, weil jetzt das Bild auch ein bisschen länger bei mir schon lag. So, mal hier unten haben wir noch einen Knick drin. Okay, was haben wir hier? So, ich glaube, so kann man es am besten sehen. Genau, einen süßen kleinen Osterhasen mit Pilzen und Ostereiern. Finde ich sehr hübsch. In der Größe 30×30 ist ein Vollbild. Hat 19 Farben. Hier seht ihr kurz die Legende. Zahlen und Buchstaben, keine Sonderzeichen. Genau, hier habt ihr nochmal das kleine Vorschaubild. Finde ich, sieht dem, wie es so rüberkommt im Original, sehr ähnlich. Ist auch wieder mehr so ein fotorealistischer Druck. Man sieht das hier unten auch an den Füßen, an den Pfoten. Da muss man dann mal gucken, wie das dann so wirkt. Ne, weil die Rundungen kriegt man ja dann doch nicht so richtig hin. Muss man dann einfach mal gucken. Also der Druck ist sehr klar. Genau, was gab es dazu? Ein Toolkit, ganz normal, kennen wir. Und kleine Beutelchen. Wir haben runde Steine. Runde Steine einzeln, genau. So Erdtöne. Sind nach DMC beschriftet, das ist auch schon mal gut. Dann kann man sie auch aufheben, wenn die Steine okay sind und wegsortieren. So mache ich das eigentlich auch bei runden Steinen. Genau. Dieses Grün mag ich auch sehr gerne. Genau, hier fallen mir jetzt schon die einzelnen Tütchen runter. Hier haben wir noch, ach ist ja süß, ne? Eine kleine in schwarz. 310. Ne, ist noch nicht mal 310. Ist ein dunkelbraun. 3371. Okay. So, und hier haben wir dann 3865. Genau, einige Tütchen. Ist ja klar, man sieht das ja auch im Hintergrund, ne? Genau. So, Kuddelmuddel an Steinchen. Aber bei dem kleinen Bild finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Oftmals bei 19 Farben würde ich jetzt tatsächlich wahrscheinlich noch nicht mal richtig abkitten, je nachdem, ob es bei mir länger liegt oder nicht. Ja. So.
Das ist Bild Nummer 1. Das habe ich hier irgendwie falsch geklebt. Ah, egal, mache ich dann nachher. Das ist Bild Nummer 1. So, was habe ich noch? Ich habe noch 2 Sachen. Und zwar Sticker. Wo geht's auf? Toolkit. Haben wir eben schon gehabt. Kleine Katzensticker. Hier sogar mit so einem kleinen Fischi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oh, das ist ja auch süß, ne? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Sticker. Genau. Preise kann ich euch einblenden. Das variiert natürlich immer je nach Dollarkurs. Ihr könnt auch in Euro bezahlen. Das sind immer dann so ungefähr Angaben, ne? Hängt dann immer vom Tagessatz ab, sozusagen, vom Wechselkurs. Genau, und das hier sind die Steine, diesmal in etwas größeren Tüten. Bei diesen hier steht tatsächlich auch die Nummer drauf von den Stickern. Hier BT044-2 ist das. Von daher könnt ihr die Steine hier separat aufbewahren. Ich mache es nicht, ich lasse das hier zusammen, weil das ist eh in einer Tüte. Und das kommt bei mir tatsächlich, das lasse ich zusammen. Genau. Auch runde Steine bei Stickern, genau. Und wir haben normale, ich sage jetzt mal, also keine Sondersteine, sondern ganz normale runde Steine. Das hier ist so ein Grau. Durch die Kamera sieht das eher schwarz aus, es ist aber ein Grau. Hier auch nochmal so ein hellgrau-braun. Genau, die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Das hier, das mit dem Gelb ist ja schon Knaller, ne? Sieht bestimmt cool aus bei den Katzen. Kätzchen. Genau. So, Schlange falsch zusammengelegt. So. Das sind die Sticker. Und dann habe ich noch einen Teil und da wollte ich das einfach mal ausprobieren. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Und zwar ist das ein Cappy. Ein Cappy, wo man vorne ein Diamond Painting hat. Hier haben wir hier diesen kleinen Baby Yoda oder den normalen Yoda. Müssen wir gleich mal gucken. Und zwar haben wir hier eine... okay. Ein Baseball Cap. Okay. Ein Baseball Cap ist erstmal, ich weiß noch nicht, wie ihr die Kappen tragt, also ich mache die meistens erstmal vorne ein bisschen rum, so altmodisch. Genau, ist hier so Baumwolle, würde ich schon sagen. Ist hier ein Zettel drin? Ne, kein Zettel drin. Ne, hier auch nicht. Ja, aber hier ist in dem Sinne erstmal kein Plastik, das finde ich schon mal gut, also Stoff. Ne? Genau. Hier vorne haben wir ein Klett. Einen riesengroßen Klett-Sticker. Und hier haben wir auch nochmal 2 Klett. Ich weiß auch nicht, ob die das gemacht haben, damit man das hier so zusammen machen kann. Nee, das hält nicht. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. So, hier haben wir die Aufkleber, hätte ich beinahe gesagt. Ich weiß selber nicht, wie das funktioniert. Hier haben wir die Steine, also viele sind es ja nicht.
Genau, Brauntöne, verschiedene Brauntöne, ein bisschen so wie Ocker. Hier haben wir Sondersteine, Sternchen. Toolkit. Hier haben wir sogar Zip-Tütchen dabei. So, jetzt wird es interessant. Was haben wir? Wir haben hier, okay. Wir haben hier so 3 runde, hier oben flauschig und hier hart. Was sich mir jetzt noch nicht erschließt. So, dann haben wir hier die 3, ja, Klettsticker nenne ich das jetzt mal. Und zwar haben wir hier diese raue Seite. Genau. Ne, die raue Seite kommt auf die Flauschi. Genau, und wir haben 3 verschiedene Motive. Und hier haben wir noch einen. 3 verschiedene Yodas. So, und jetzt. Jetzt muss ich das drauf bügeln oder wie funktioniert das? Das könnte über Bügeln vielleicht klappen, ne? Also so hält es erstmal nicht. Hier ist aber auch keine Folie drauf, würde ich mal behaupten. Ich glaube, das muss man drauf bügeln. Oder? Habt ihr noch eine Idee? Ich bin jetzt etwas irritiert, weil eigentlich... so hält es auch. Okay. Man könnte es vielleicht auch, wenn man es nicht auf das Cap auftragen möchte, könnte ich mir vorstellen, dass man das aufbügeln kann. Weil, also eine Folie merke ich jetzt hier drauf so nicht. Aber jetzt zum Beispiel auf ein T-Shirt oder so könnte man das vielleicht nochmal drauf bügeln oder sonst einmal hier am Rand drauf nähen. Auf ein T-Shirt oder auf eine Tasche, Stofftasche. Und dann könnte man hier die Yoda-Sticker quasi drauf machen, ne? Weil die halten ja hier so, das ist eine ganz normale Klett-Dings-Geschichte. Aber diese Teile halten quasi auch direkt hier auf der Mütze. Allerdings stehen sie natürlich hier, stehen sie ab. Ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man die Mütze jetzt aufsetzt. Ja, wäre wahrscheinlich nicht so sinnig. Ich probiere das mal kurz. Nee, das steht immer noch ab. Genau. Jetzt habe ich auch eine Brille auf. Ja, es steht trotzdem ab. Also die Mütze ist auf jeden Fall auch was für Erwachsene. Man kann das hier hinten nochmal verschieben. Hier ist auch ein Klett. Also für Kinder wird es, glaube ich, ein bisschen groß sein. Für Jugendliche geht es dann schon. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und gucken, wie das so rüberkommt. Also so muss ich tatsächlich sagen, gefällt mir das nicht so wirklich. Ne, weil das hier so absteht. Kennt einer von euch diese Mützen, die Cappies, wo man mit Diamond Painting drauf machen kann? Wie das funktioniert? Man könnte es wahrscheinlich auch hier hinten drauf machen. Dann hätte man das quasi hinten, ne? Hinten drauf. Wenn einer das nicht vorne drauf haben will. Ja, ist aber auch nicht so wirklich, ne? Also geht gar nicht. Sieht ja lustig aus. Ja, also so ist das mit Sicherheit nicht gedacht. Okay. Und dies hier kann ich mir jetzt irgendwie überhaupt nicht erklären, weil so zusammenpacken tut es auch nicht. Und so jetzt machen hier und da macht auch keinen Sinn. Dann wäre ja hier unten das Stück frei. Okay, ich habe es noch nicht verstanden. Vielleicht kennt das einer von euch. Hat das einer von euch schon mal gehabt? Dann schreibt mir bitte gerne die Erklärung in den Kommentaren rein.
ja, was soll ich sagen? Also das war mein kleiner Haul von FG Normal. Ich wollte den Shop auch mal testen. Die hier sind ja ganz süß, eigentlich. Wer so ein bisschen Trekkie-Fan ist, der mag das sicherlich. Ja, ne? Genau. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video von mir. Wenn ihr kein neues verpassen wollt, genau. Und in diesem Sinne, Happy Diamond Painting und bis zum nächsten Mal. Tschüss!